Recht herzlich willkommen zum wöchentlichen Kapitalmarkt-Update von Raiffeisen Capital Management. Ja, meine sehr verehrten Zuseher und Zuseherinnen, die ersten Tage im heurigen Börsenjahr stellen sich ja gar nicht so schlecht an, oder? An den Aktienmärkten geht es mit Ausnahme Chinas durchaus optimistisch zur Sache. Der Leitindex der amerikanischen Standardwerte sowie der breit gefasste US-Aktienmarkt konnten Kursgewinne, ja sogar neue sogenannte All-Time-Highs verzeichnen. Besonders die US-Technologieunternehmen standen, wie schon im Vorjahr, einmal mehr in der Gunst der Anleger und verzeichneten ebenfalls neue Allzeithöchststände. Ebenso ins Rampenlicht katapultiert hat sich der japanische Aktienmarkt mit knapp 10% an Kursgewinnen seit Jahresanfang. In Europa kann man die Kursbewegung an den Aktienmärkten als verhalten bzw. mit den im Börsenjargon verwendeten Prädikat Seitwärtstendenz wohl am besten umschreiben. Die Bestätigung, dass sich Deutschland in einer Rezession befindet, war da für den verhaltenen Beginn wohl nicht ganz unschuldig. Nichtsdestotrotz beginnen sich aber auch in Europa die Aktienmärkte in den letzten Tagen wieder an ihre Jahresanfangsstände heranzuroppen. So befindet sich das deutsche Börsebarometer nur mehr mit knapp 1% im negativen Kursterrain. An den Anleihemärkten kam es nach den unglaublich starken Kursanstiegen gegen Ende des Vorjahres zu einer leichten Korrektur. So stiegen die Renditen von 10-jährigen deutschen Bundesanleihen als auch von 10-jährigen US-Treasuries seit Jahresanfang um ca. 0,25% an und notieren aktuell bei 2,3% in Deutschland und bei 4,12% in den Vereinigten Staaten. Währungsseitig kam es 2024 bis dato bei US-Dollar und britischen Pfund versus der europäischen Einheitswährung zu keinen nennenswerten großen Kursbewegungen. Auffälliger präsentiert sich da der japanische Yen, der seinen schon seit geraumer Zeit begonnenen Schwächeanfall auch in den Anfangstagen 2024 weiter prolongiert. Nachdem man zu Jahreswechsel noch für einen Euro 155 japanische Yen zahlen musste, liegt der aktuelle Preis bei 161 Yen für einen Euro. Damit verlor die japanische Währung also knapp 4% gegenüber den Euro. Apropos Schwächeanfall. Seit Oktober hatte die Aussicht auf eine mögliche Erstzulassung eines direkt in Bitcoin anlegenden börsengehandelten Fonds alias ETF, den Preis eines Bitcoins von knapp 27.000 US-Dollar bis auf rund 48.000 US-Dollar nach oben schnellen lassen. Die positive Entscheidung zur Zulassung der US-Wertpapieraufsicht SEC brachte dann aber keinen weiteren Kursschub mehr zustande. Im Gegenteil. Gestern Dienstag fiel der Kurs nun erstmals wieder unter die Marke von 40.000 US-Dollar. Mit einem Kursrückgang von ca. 20% sind also die schnellen Gewinne seit Anfang Dezember somit wieder passé. Aktuell steht dann noch die US-Berichtssaison, welche traditionell bereits früher als in Europa stattfindet, im Fokus vieler Anleger. Ab dieser Woche sind es vor allem die Technologieschwergewichte, die da genau beobachtet werden. Spannend wird es dann wohl auch am Donnerstag werden. Noch vor der ersten Vollmondnacht diesen Jahres treffen sich am Nachmittag die Granden der Europäischen Zentralbank. Mit relativ großer Wahrscheinlichkeit werden wohl die Währungshüter diesmal noch die Zinsen unverändert lassen. Das Augenmerk liegt hier mehr am Ausblick. Hier gilt es vor allem die Ohren zu spitzen, wenn es um Aussagen bezüglich ihrer zukünftigen Einschätzung zur Teuerung sowie der Wirtschaft im Euroraum geht. Mit ersterem zeigt man sich ja durchaus zufrieden, da ja die jüngsten Inflationszahlen im Großen und Ganzen den NZB-Erwartungen entsprachen. Zum Thema der schwachen Wirtschaftsentwicklung ist mittlerweile für die meisten des EZB-Auditoriums eine Rezession wohl keine Überraschung, wenn auch nicht Teil ihres aktuellen Szenarios.
Die Zentralbanken Kanadas und Norwegens tagen ebenfalls in dieser Woche. Auch hier wird nicht erwartet, dass sie ihre Zinssätze ändern. Die US-Notenbank, die Federal Reserve, hält dann ihre nächste Sitzung am 30. und 31. Januar ab. Man darf gespannt sein, wie die FED-Mitglieder rund um Jerome Powell die aktuellen und zukünftige wirtschaftliche Situation wohl einschätzen werden, beziehungsweise ob auch hier, wie auch in der Eurozone, die Erwartungen betreffend des Zeitpunkts einer ersten Zinssenkung ebenfalls leicht nach hinten verschoben werden. Wir werden euch dazu selbstverständlich am Laufenden halten. Für heute ist aber Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein und heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Euer Christian Leinwieler.